es war super spannend zu sehen, wie daraus eben aus solch einem Nerd mit tollen Ideen Stück für Stück eben so ein großes Unternehmen geworden ist. Und wie die das trotzdem hinbekommen haben, nach der dritten Generation auch weiter zu bestehen, weil ganz viele Unternehmen werden entweder verkauft oder gehen kaputt nach der dritten Weitergabe in der Generation. Herzlich willkommen beim Neurotalk. Heute mit meiner Kollegin Heike Fischer, die ich per Zufall durch einen LinkedIn-Post gefunden habe. Ja, Heike, dann stell dich doch mal kurz vor, was du so machst. Du hast mich gefunden bei den Startups. Das war auch eine längere Reise, diese Zielgruppe zu finden und die jungen Talente dort zu fördern. Nicht nur die Hochsensiblen oder mit einer Hochbegabung, die es oft nicht wissen, sondern auch alle ins Boot zu holen, weil alle arbeiten miteinander zusammen und es ist wichtig, dass alle gut miteinander können, weil sonst eben Ideen auf der Strecke bleiben oder im schlimmsten Falle sogar gegenseitig sabotiert werden. Und für ein Startup und für den Investor in ein Startup ist das der Worst Case, das Horrorszenario, weil die Idee, die der Startup-Gründer ja hat, einfach nicht nach vorne getragen wird. Der Investor verliert sein Geld oder die Investorin. Und das nur, weil die Leute hinter den Kulissen dann doch nicht miteinander können. Nur das Dumme ist halt, wir lernen in der Schule nicht, unsere Fähigkeiten selber zu kennen und andere in ihren Fähigkeiten zu unterstützen. Startups finde ich vor allem interessant, weil Startups sind ja ganz häufig eigentlich sehr begabte Menschen, die aber so in ihrem Thema fixiert sind, dass sie teilweise auch Ideen erstmal anfachen, lostreten und dann aber wieder vergessen und gar nicht mehr weitermachen, wodurch eben auch viele, ja, solche Gründer, die am Anfang halt tolle Ideen haben, aber das eben nicht hinkriegen, so das richtige Team zu finden und die ganze Idee zusammen vorwärts zu bringen oder dann auch keine Investoren finden, weil sie eben zwar super Ideen haben, aber die nicht nach außen hin präsentieren Ja. können. Und super interessant fand ich das ja auch, als ich 2020 angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, Scheitern als Businessbeschleuniger. Da habe ich ja sehr viel recherchiert über die Geschichte der äh, Firma Dräger. Die machen ja so Medizintechnik. Und ich hatte das Buch im Dialog geschrieben mit Dr. Christian Dräger, der das Unternehmen bis 1998, glaube ich, geführt hatte. Und er hat eben viel über seinen Urgroßvater berichtet, der das Unternehmen gegründet hat, 1889. Und das war halt sehr interessant zu sehen, dass 1889 eigentlich ja die gleichen Probleme schon bestanden. Also dieser Johann Heinrich Dräger war eigentlich ein absoluter Nerd, so absoluter Technikfreak. Und dann haben auch, haben auch Kunden von ihm gesagt, also er hatte früher noch so ein Geschäft, und dann haben die gesagt, äh, alles, was hier in den Regalen nicht steht, ist aber schon als Vision zu kaufen sozusagen, weil man hat so gewusst, egal was wir haben wollen, der kriegt das entwickelt. Und aber daraus, es war super spannend zu sehen, wie daraus eben aus solch einem Nerd mit tollen Ideen Stück für Stück eben so ein großes Unternehmen geworden ist. Und wie die das trotzdem hinbekommen haben, nach der dritten Generation auch weiter zu bestehen, weil ganz viele Unternehmen werden entweder verkauft oder gehen kaputt nach der dritten Weitergabe in der Generation. Und die Firma Dräger hat das halt hinbekommen, dass jetzt sogar schon in der fünften Generation der Sohn das weiter geerbt hat. Und wer weiß, in der sechsten Generation vielleicht auch die Tochter dann. Ist ja spannend zu sehen, wie es dann weitergeht mit dem Ja. Unternehmen. Da hast jetzt gerade was Spannendes auch gesagt mit den Teams, wenn die dann eben zusammenarbeiten. Und ich habe dann einen Ansatz auf der Spaßebene, der aber dann tatsächlich die Menschen gut öffnet, dass sie anfangen, über sich zu sprechen. Ja, auch wenn sich mit dem Ansatz nicht jeder identifiziert oder sagt, naja, okay, glaube ich jetzt so nicht ganz dran. Aber es bewirkt, dass die Leute anfangen zu sagen, ich ticke eher so und ich arbeite lieber so, alles an einem Stück. Oder ich bin eher ja, auch die Lerche zum Beispiel, ich arbeite lieber früh und der andere sagt, ich arbeite lieber abends. Und was dann auch Schönes dabei rauskommt, ist zu sehen, wo Leute ein angeborenes Potenzial haben. Ja, ich hatte ein Gespräch, ich habe dann Einzelgespräche auch gemacht nach dem Teamtraining und da stand drin, dass den Menschen Kundengespräche gut liegen würden. Und da sagt er plötzlich so ganz leise,
ja, tatsächlich würde ich gerne mit Kunden sprechen, weil mich das einfach interessiert, was die brauchen. Und dadurch war die Vorlage geschaffen, was man auch eben zum Startup-Inhaber mitnehmen kann und zu sagen, schau mal, das hat es gezeigt, er hat es bestätigt. Schau mal, ob du dem auch eine entsprechende Aufgabe mitgeben kannst. Und was man eben auch gesehen hat, ganz schön, welche Typen zum Beispiel gehäuft in einem Startup da sind, wen der Unternehmer nämlich zum Beispiel auch bevorzugt anzieht und welche Typen unterbesetzt sind oder gar nicht da sind. Und was aber trotzdem fehlt. Und wie die Typen dann auch miteinander zusammenarbeiten können. Ja, das ist dann schon Augen öffnen und führt eben auch dazu, dass auch mal die Teamstruktur etwas umzugestalten und dadurch dann auch reibungsloser zusammenzuarbeiten. Ich sage nicht harmonisch, sage ich bewusst nicht, weil Harmonie ist ja nicht, ich meide den Konflikt, sondern wir können Konflikte in einer ruhigen Art und Weise ansprechen, nicht nur auf der Sachebene, sondern auch, was macht das mit mir, weil das Ego innen drin gereinigt ist. Also ich sage, hat dein Ego dich im Griff oder hast du dein Ego im Griff? Und wenn das Ego nämlich einen Menschen im Griff hat, dann sehen wir das in Wut oder in Angst oder in Ungeduld oder ich vermeide, Konflikte anzusprechen. Und dann sind so diese Elefanten auf den Meetingtischen und unter den Meetingtischen und jeder kennt sie. Und jeden nerven sie und keiner spricht sie an. Und die gehören aber angesprochen, um sie aufzulösen und das in einer wertschätzenden Art und Weise. Und das ist das, was dann echte Harmonie erzeugt und auch auf einem hohen Level im Unternehmen einfach hält oder im Startup. Weil ich eben Sachen sehr schnell ansprechen kann und weiß, wie ich das tun kann, ohne es persönlich zu nehmen. Das ist ja immer der Trick. Ich finde das auch sehr spannend, was du gerade genannt hast mit den, eben, dass nicht alles immer harmonisch verlaufen muss, um erfolgreich zu werden. Es gibt die Bremer Kammerphilharmonie, die das 5-Sekunden-Modell aufgebaut hat. Und die sagt, eben die vergleicht die klassische Musik, also die Disharmonie, die in der klassischen Musik eben ist mit diesem, ganz am Ende hört man ja ganz oft na, na, na. Und dieser Zwischenton, das ist ja in der klassischen Harmonielehre, sind so viel Disharmonien, die aber wiederum die Spannung erzeugen und die klassische Musik eben zu sowas Besonderem machen. Also wenn man solche Lieder wie, was weiß ich jetzt mal ganz blöd gesagt, alle meine Entchen, wo halt gar keine Disharmonien drin sind. Na, 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 na. Da ist halt auch keine Spannung bei. Und das finde ich halt in ihrem Buch, beschreiben die halt sehr schön, wie wichtig diese Spannung eben auch ist, um wirklich Hochleistung hinzubekommen. Hochleistung braucht Dissonanz, genau so heißt das Buch. Und das finde ich halt so schön, immer wieder zu beschreiben, warum man eben vor Dissonanzen und Disharmonien nicht wegrennen sollte. Was ja viele Hochbegabte auch tun, weil sie eben so harmoniesüchtig sind und eben mit Streit und Konflikten irgendwie nicht wissen, umzugehen. Und deswegen gebe ich auch immer gerne in meinen Wegbegleitungen, also ich nenne es nicht mehr gerne Coaching. Ich auch nicht, das ist ja auch Wegbegleitung. Es hat so eine negative Begleitung bekommen, so. Deswegen finde ich das immer wichtig, denen auch zu zeigen, also Harmonie ist nicht etwas, wo man immer Harmonie braucht, sondern gerade die Konflikte bringen Klärung und bringen Reinheit, Klarheit in etwas hinein. Also auch ich habe ganz oft gemerkt, in meinen persönlichen Beziehungen, erst als ich so richtig mal wütend war und meine Wut auch gezeigt habe und so wirklich rumgeschrien habe, haben plötzlich die Menschen in meinen Beziehungen eben dann gesagt so, ach so meinst du das? Ja, das habe ich ja gar nicht gewusst, das hast du ja nie genannt. Das Und noch erst, nicht gehört, du wirst es genannt haben. genau, und erst in dieser Wut habe ich mich so richtig getraut, das rauszulassen, was ich denke. Und das hat viel mehr Klarheit gebracht. Danach konnten die Menschen viel besser meine Verhaltensweisen etc. verstehen. Genau, was aber nicht heißt, dass das jetzt die Einladung ist, immer wütend zu sein, nur damit man verstanden fühlt oder sich verstanden oder endlich verstanden wird, sondern dass die Kunst, das ruhig sich auszusprechen und sich selber traut, diese Klarheit, die man erstens in der Wut hat, schon in einem ruhigen Zustand auszusprechen. Das ist das Ziel. Da stimme ich dir absolut zu.
Und bei mir, also wo ich gerade noch drauf hin wollte, also ich schreibe ab und zu solche Stichpunkte mit, weil ich so viele Gedanken habe, wenn du erzählst, dass ich dich auch nicht unterbrechen möchte. Und mir ist gerade noch zu dem, was du vorhin erzählt hattest, zum Thema Talente finden und fördern. Bei uns im Team haben wir jetzt auch jemand, der eben wirklich so ein Konzept hat, wo man guckt bei solchen Teams, bei Startups, was für Charaktere sind da drin? Also es gibt ja so viele verschiedene, diese 16 Persönlichkeiten, Ja. dann diese, Diagramm, das Disk-Modell. ja, genau. Ja. Und aber wir benutzen noch ein anderes Modell, weil mein Kollege hat das halt so lange auch diese anderen Modelle genutzt und hat halt gemerkt, das letzte, was er jetzt nutzt, funktioniert so viel besser. Mhm. Und es ist halt interessant, in den Test macht man, also ich durfte den natürlich auch selber ausprobieren. Und dann beschreibt man erstmal, also man bekommt so verschiedene Charaktereigenschaften zur Verfügung. Und dann darf man sich halt aussuchen, okay, nee, bei mir würde ich sagen, das und das trifft zu. Und dann hatte ich das bei mir selber gemacht. Und dann war aber interessant, ich musste das dann an, ja, mindestens 3 verschiedene andere Leute. Ich glaube, ich habe es an 10 verschiedene Leute in meinem Bekanntenkreis geschickt und habe dann sozusagen Rückmeldungen bekommen von dem, wie nehme ich mich wahr und wie nehmen die anderen mich wahr. Und daraus dann seine eigenen Stärken zu sehen, also zu sehen, wo bin ich wirklich gut und was kann ich eben nicht so gut, wo ich aber vielleicht denke, ich wäre da voll gut drin und aber eigentlich ist es gar nicht so. Und das war, Oder du hast es noch nicht so nach außen getragen. ja, genau. Und das ist halt super hilfreich. Also ich habe halt gemerkt immer wieder, ich hatte mich halt so fokussiert auf diese neurodivergenten Talente, dass aber ganz oft auch Firmen oder Startups eben gesagt haben, ja, aber was machen wir mit den anderen Talenten? Kriegen die keine Förderung so? Und deswegen bin ich super dankbar, jetzt diesen Kollegen mit im Team zu haben, der das eben nochmal ganzheitlicher, der sozusagen die ganze Gruppe auch analysieren kann. Und ich kann eben meine Spezialisierung auf diese neurodivergenten Talente dann reinbringen. Ja, auch wichtig, weil die meisten Angebote gehen ja gerade für die Allgemeinheit und das ist nun mal die Mehrheit, die nicht neurodivergent ist. Und für die, die neurodivergent sind, gibt es eben noch keine spezielle Beratung, aber die brauchen es ja auch, die wollen ja auch in ihrer Art verstanden werden und nicht in irgendein Schema reingepresst werden, das zur Allgemeinheit passt. Das hat schon seinen Sinn, sich dann auch auf Neurodivergenz zu spezialisieren. In dem Sinne sage ich ganz lieben Dank für deine Zeit. Es bewegt sich immer weiter und darf auch immer wieder Mut machen, an sich selber zu glauben, an seine eigene Idee zu glauben, an sich zu glauben und das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Bis bald. Und vergesst nicht, unten den Kanal zu abonnieren. Bis bald. Tschüss. Tschüss.